Bulli-Treffen in Kalifornien. Und was es hier Tolles zu sehen gibt, das seht ihr jetzt. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Die Weltpremiere vom ID.Buzz wurde gleich genutzt, um 300 Bullis anzusammeln. I am so excited to be here in Surf City, USA. Es gibt bekannte Bullis wie Sunshine von Kid JR und es gibt natürlich Bullis mit Safari-Fenstern. Aber habt ihr schon mal jemals Safari-Dächer gesehen? Es ist immer wieder überwältigend, was für Fahrzeuge man hier findet auf diesen Bulli-Treffen. Und dieses hier ist ganz besonders. Es ist ein Schulauto, aber nicht ein Schulauto oder ein Bus, um die Kinder zur Schule zu bringen, sondern um Techniker zu schulen. Das heißt, Volkswagen of America war mit diesem Auto unterwegs und hat die Händler geschult. Die Techniker, wie baut man den Motor auseinander, was ist mit der Achse, was ist mit dem Getriebe, das alles wurde in diesem Auto unterrichtet. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer kleinen Privatparty von einem Bulli-Fan und man hat gesagt, da kommen so 1, 2 Leute. Wir fahren hier gerade durch eine Straße wie auf dem Bilderbuch, fast nur VW-Bus T1, T2. Hier stehen sie alle. Eddie Collins, den kennt ihr von einer anderen Story, der ist hier. Hi Eddie! It's good to see you. Good to see you! Yeah, welcome to an incredible And there's our host. There's our host. Charlie. Das you're ist on Charlie. camera. Oh, there he is. Yeah, Hi! Good to see you! Finally we meet. Yeah! Yeah, let me see what I can do here. I'm a little crazy right now, but we'll figure something out. Das war Charlie, der sucht jetzt irgendwie noch einen Parkplatz. Also ihr habt es ja gerade gesehen, hier ist ein Auflauf wie auf einem Bulli-Treffen. Und ich bin gespannt, ob wir bei Charlie gleich mal noch in die geheimen Kammern reingucken dürfen. Dieser T1 sieht ganz schön gebraucht aus, aber er ist es gar nicht, denn er hat mal gerade etwas über 400 Meilen auf dem Tacho. Charlie lässt uns jetzt in seine heilige Halle, hätte ich fast gesagt, aber es ist der heilige Dachboden. So you just took parts up here and you set up a complete new bus. I've been into buses 40 years and collecting parts the whole time, and about 20 years ago I thought, well, let me see how far I can go, and between that, what I had at the time, and numerous trips to Germany, I got this far, and it's nearly complete. I just spent a year remodeling this loft. All the parts removed, cleaned, restocked, and then if you look back here, you'll see the rest of the inventory. So we have the bus center seats, all the different styles. And then here I'm in the process of building a single cab, just the front piece. That's amazing. Do you have any time to run a bus? I work on everybody else's buses. I have buses, my camper hasn't left the garage in 30 years. You know, these cars below us, Yeah. I mean, the one right below us off the ship with 400 miles Yeah, oh, has that's never been driven. Yeah, that Just one is really amazing. A test drive, 30 years, actually this weekend, 31 years I've owned that bus. Oh, really? Yeah. I thought you don't have it so long. 92. Wow. Wow, das war Wahnsinn. Und jetzt könnt ihr euch freuen auf die Bilder vom zweiten Treffen. Wow,
Sie wollten einen riesen Line-Up mit Barndoors machen und sie haben es geschafft. Weit über 70 der ersten Generation der Bullis sind hier. Einfach atemberaubend. Amerika heißt nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier sieht man eine Doppelkabine mit einer Aufsatzkabine, die gleichzeitig noch ein Käfer war. Unglaublich, was die hier alles basteln. Ein Single Cab Barndoor ist an sich ja schon selten. Wirklich selten. Einen Hardtop in der Form habe ich noch nie gesehen. Hab mich ein bisschen gewundert, warum Single Camp draufsteht. Gut, er hat ein Fenster reingemacht. Einige machen sich dann eine Matratze auf eine Ladefläche. Er wiederum hier hat sich gleich eine ganze Tür eingebaut und das Ganze innen zum Wohnmobil gemacht. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Ich habe mir jetzt den bequemsten Bus ausgesucht, werde es mir jetzt ganz gemütlich machen und den Tag zu Ende gehen lassen. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und freut euch auf die nächste Story.